Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal G8N. Heute werden wir uns dieses Ding näher anschauen. Ich werde euch noch ein Update zum Einkauf bei AliExpress geben. Wir werden endlich unsere Batterie auf Kapazität prüfen, also wie viel Energie steckt drin. Und wir werden einen vernünftigen Lasttest der Akku durchführen. Also bleibt dran, los geht's. Vielen Dank für die inzwischen über 3000 Abonnenten. Vielen Dank für die ganz vielen Likes und vielen Dank für diese unglaublich vielen und tollen Kommentare. Sicherlich werde ich es nicht mehr schaffen, in Zukunft alle Kommentare direkt zu beantworten. Aber ich werde definitiv alle Kommentare lesen und werde versuchen, euch die Antworten zumindest in den nächsten Videos zu geben. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich tue mein Bestes, um sie zu beantworten. Vielen Dank auch an die fleißigen Kaffeespender. Ihr helft mir wirklich, damit dieser Kanal hier weiter wachsen kann. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank, wie gesagt, an alle. Vielen Dank an euch, an die tolle Community da draußen. Ich bin echt geflasht, was hier möglich ist und wie die Leute mitmachen und ey, ihr seid wirklich super. Vielen Dank. Damit wollen wir zu unserem ersten Thema kommen. AliExpress, Bestellen im Ausland und Lieferung nach Deutschland. Das Zollgesetz ist angepasst worden. Ab dem 1.7. muss man für jede Lieferung ab dem 1. Euro Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Die wird nur nicht erhoben, wenn es die Bagatellgrenze von 1 Euro unterschreitet. Das ist erstmal nicht schlimm. Ist im Prinzip auch keine gigantische Änderung zu dem vorher. Das Problem ist aber, dass jetzt diese Zollabfertigung bzw. die Eintreibung des Zolls über die Versender geschehen soll. Und die Deutsche Post erhebt dafür zukünftig 6 Euro Gebühren. Das heißt, wenn ihr sehr günstige, sehr kleine Artikel einkauft, was weiß ich, für 5 Euro, dann kommt von der Deutschen Post nochmal die 6 Euro Gebühren drauf, dann kommt die Einfuhrumsatzsteuer dazu und dann seid ihr irgendwie summa summarum rund bei 12 Euro plötzlich. Also das tut letztendlich den Preis einfach mal locker verdoppeln. Bei größeren Artikeln ist das überhaupt kein Thema. Inzwischen sieht es so aus, dass auch AliExpress darauf reagiert hat und für kleinere Artikel einen sogenannten Sammelversand anbietet zukünftig. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich wollte euch dieses Update aber nicht vorenthalten. Für unsere BMS-Systeme bzw. für unsere Batterien ist das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Okay, das BMS wird dann halt 6 Euro teurer, aber damit kann man, denke ich, leben und das funktioniert die Batterie trotzdem noch. Ich wollte selber jetzt nochmal Batterien bestellen und war ziemlich überrascht, ob des Preises, was inzwischen aufgerufen wird für die Batterien. Also die Preise sind wirklich deutlich nach oben gegangen. Ich habe euch die Links in der Videobeschreibung nochmal abgedatet, habe nochmal neue Angebote rausgesucht. Das Problem ist scheinbar, dass wenn die Händler mitkriegen, dass die Links von draußen existieren auf die Artikel und ein guter Abverkauf stattfindet, dass der Preis sich offensichtlich erhöht. Wenn ihr bei den jeweiligen Anbietern im Webshop schaut, findet ihr mitunter deutlich günstigere Angebote für dieselben Artikel. Deswegen ein bisschen schauen, ein bisschen gucken, könnte sich durchaus lohnen. Ich habe den Kapazitätstest mit diesem Gerät hier durchgeführt. Das ist ein sogenannter Netzwechselrichter. Also ein Wechselrichter, den man an das Stromnetz anschließen darf und der auch die entsprechende Genehmigung dafür hat. Und dazu habe ich mir hier oben noch so eine Steuereinheit gebaut, die ich bei mir in die Haussteuerung mit eingebunden habe. Das sieht alles hier sehr wild aus. Das ist sozusagen auch nur ein Prototyp, damit habe ich verschiedene Sachen getestet. Laden und Entladen der Batterie etc. Nur, dass ihr das mal wisst. Und das hatte ich zum Beispiel genutzt für meine Batterie, um mein Wohnmobil als Batteriespeicher fürs Haus zu benutzen. Wie gesagt, war nur ein Prototyp, war nur ein Test. Nicht wundern, den Lasttest habe ich schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Auf geht's. Wir haben gestern diese selbstgebaute Batterie getestet. Das heißt, ich habe sie einmal mit meinem System hier entladen
bei ungefähr 0,01 C bzw. 0,08 C. Also ungefähr sowas mit zwischen 20 und, also um die 20 bis 25 Ampere. Und dann haben wir sie wieder aufgeladen und das ist wirklich sensationell. Also die hat ganz, ganz super funktioniert. Wir haben hier aktuell einen Zellentrift von nur 0,006 Volt, beziehungsweise gerade 0,007 Volt. Die Batterie ist gerade bei 14,2 Volt, das heißt, die ist absolut aufgeladen, die ist top. Und jetzt mache ich hier nochmal einen Screenshot für euch. So, und ich zeige euch, weil ich ja jetzt aktuell hier auch noch den Smart Shunt verbaut habe. Da sieht man nochmal sehr schön 278 Ampere-Stunden rausgezogen und beziehungsweise 279 Ampere-Stunden aus dieser Batterie gezogen und dann habe ich das BMS abschalten lassen. Ich hatte das BMS jetzt etwas höher angestellt, damit ich halt nicht genau bis auf diese 2,5 Volt runtergehen muss, um die Batterie, um die Zellen nicht zu sehr zu quälen. Und deswegen habe ich gesagt, schalte bei 11 Volt ab. Das hat es ganz sauber gemacht und das hat super funktioniert und dann hatten wir mit 11 Volt Restspannung hatten wir insgesamt eine Kapazität von 279 Ampere-Stunden aus der Batterie gezogen. Weil es in meinen Augen absolut perfekt ist, da wir ja noch ein bisschen Rest hatten. Also ich vermute mal, die Batterie wird effektiv bei um die 282, 283 Ampere-Stunden tatsächliche Kapazität haben. Also wunderbar. Was wir jetzt gleich noch machen werden, wir werden jetzt diese Batterie nochmal raus in die Garage transportieren. Da habe ich noch einen Wechselrichter, einen 12 Volt Wechselrichter. Und dann versuche ich die Batterie nochmal mit 2000 Watt zu quälen und zu entladen. Und bin mal gespannt, was da so geht, was wir hier rausziehen können aus der Batterie. So, Test der Waage. Waage funktioniert. Oh wei, das müssen wir zensieren. Schnell wieder runter. Und die Batterie wiegt mit allem drum und dran 27,3 Kilogramm. Nochmal, hier habe ich mir noch einen Breaker dazwischen gemacht. So, damit ist die App da. Jetzt sehen wir hier 0,06 Zellentrift. So, und wir sehen, hier gehen schon 1,2, 0,4 Ampere über das Kabel. Auf 1000 Watt stellen, sagen Start. Dann gucken wir uns, was der hier sagt. Minus 73 Ampere. Da sind minus 76 auf dem Messgerät gerade. Und was sagt der Smart Shunt? Na? Jawohl, minus 74. Also das sieht gut aus. Der Lüfter, der hat jetzt 1000 Watt. 991 Watt. So, und jetzt gehen wir noch eine Stufe höher. Jetzt wollen wir das volles Rohr wissen, was das Ding kann. Um natürlich auch zu wissen, ob sich das BMS erwärmt oder sonst irgendwas. So, Kabel sollten das gut weg können. Ne? So, und jetzt sehen wir hier auch, dass hier über 160 Ampere durchgehen. Die Batterie geht schon runter auf 99. Gucken wir mal, ob das schon in der Haussteuerung zu sehen ist, weil der macht das immer nur eine Minute. Ja, sehen wir wunderbar. Der Smart Shunt übermittelt die Daten auch. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Grafik, wie das ist. So, da wir jetzt hier voll in der Sonne stehen, vermute ich mal, dass ihr nichts sehen könnt. Ich hoffe, mein Gewackel ist nicht zu viel. Also nochmal Setup, unsere gebaute Batterie. Ja, das ist das BMS-System, Batterie ist unten drunter. Das ist der Smart Shunt, den benutze ich nur, damit wir dann die Grafiken haben von den Dings. Hier ist die Hauptsicherung drunter. So, machen wir dazu. Ja, Kabel gehen direkt auf den Wechselrichter. Der ist hier unten drunter, Spannungswandler, und da hängt direkt der Kollege dran. Jetzt schauen wir noch mal hier in die App rein. Keine Fehlalarme, der sagt aber auch über 160 Ampere, die er rauszieht. Siehst du, die Spannung ist aufgrund der hohen Leistung ist die jetzt zusammengebrochen auf 12,9 Volt. Das ist aber absolut in Ordnung. Das ist fein und die Zellen sind gerade mal 0,19 Volt auseinander. So, Stoppuhr läuft. Wir haben jetzt schon knapp 2 Minuten, 3 Minuten und das lassen wir jetzt mal laufen. Solange bis
eines der Systeme abschaltet. Zwischendurch werde ich nochmal hier ein bisschen die Temperatur kontrollieren von allem. Was sagt eigentlich die aktuelle Zelltemperatur? 21 Grad. Das ist in Ordnung. Na, sehr schön. So, na dann lassen wir mal fetzen hier. Also dieser Breaker hier, der wird schon, da merkt man, dass der warm wird. Wie sehen hier die Kontakte aus? Also die Sicherung, also das wird lauwarm. Das sieht man schon, merkt man schon. So. Aber jetzt lassen wir das erstmal laufen und ich melde mich gleich zurück. Also hier sieht alles gut aus, aber gerade eben jetzt nach wenigen Sekunden hat schon der Wechselrichter gepiept. Also irgendwie, ja, hört er, dem Wechselrichter geht es nicht so gut. Spannung ist zusammengebrochen. Die Lüfter geht offensichtlich nicht an. Ich vermute, dem wird es zu warm. Aber denn sein Lüfter scheint kaputt zu sein. Na, das ist ja wieder super. So, dann schalten wir mal auf etwas kleiner. Jetzt tun wir wieder mit 1000 Watt. Ne? Da sieht man es, 1000 Watt. Na toll, ich muss jetzt die Stoppuhr stoppen, weil ich habe jetzt hier gerade angefasst, dann hat er hier ausgelöst. Aber der ist so heiß, der schaltet auch nicht wieder zurück. Also dieses Ding hier ist Crepe. Ja, heiß, aber er ist warm. Man merkt, dass das hat ihm nicht gefallen. Okay, na dann werde ich das Kabel mal tauschen, andere Sicherung dran machen und dann geht's weiter. So, also noch ein Learning. Die Dinger sind Schrott. Jetzt kann man das zwar wieder bewegen, aber hier schaltet auch intern wieder was, aber offensichtlich schafft er das nicht. Ich habe 160 Ampere gezogen, das Ding hat 250 Ampere. Kann man total vergessen. Letzte Mist. Ich habe das Kabel jetzt hier direkt auf die Sicherung gehangen. Ne? Jetzt decken wir die wieder hier ab, hier oben. So. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir wieder unseren Wechselrichter ein. Sagen 2000 Watt. Er läuft los. So, da kommen schon 160 Watt. Und wir sagen Stoppuhr weiter. Also wie bei meinem letzten Test war mal wieder eine Sicherung schuld. So, und jetzt sind 2000 Watt, die wir ziehen. Das schauen wir uns gleich in der App an. Na, also ich meine, da sieht man es ja schon, 165 Ampere. Der hier sagt 156 Ampere, der wird wahrscheinlich ein bisschen genauer sein. Und was sagt unsere App vom Dings? Die sagt auch 158 Ampere. Ja. Ja, sehr schön. Guck mal, die Zellen, die sind gerade mal 0,05, jetzt sind sie 0,16 Volt auseinander. Also das ist perfekt. Besser geht gar nicht. Und das trotz der enorm hohen Last, die wir jetzt aktuell hier ziehen. So, und hier kommt ordentlich Hitze raus. Also der Lasttest läuft, das sieht sehr gut aus. Guck mal, ich habe euch extra ein paar Osterblümchen hingestellt. Und mein ganzes Werkzeug natürlich. Ja, das rockt, würde ich sagen. Knapp 160, 170 Ampere, die hier rausgehen. Ich zeige euch, das ist sozusagen jetzt mal ein Zwischenstand. Ja, 57%. Und unsere Stoppuhr. Oh, 48 Minuten schon. Naja. Läuft doch. Aber hier oben, also das BMS ist, also ich merke, dass es warm ist, aber das ist absolut unkritisch. Kabel sind absolut unkritisch und ich meine, wir ziehen jetzt tatsächlich echt 2000 Watt. Das ist echt okay. Das ist auch absolut fein. Die Sicherung fasse ich jetzt nicht an, weil die wird ordentlich warm sein. Aber auch die funktioniert. Ja, sehr schön. Na, wir tun alles weiter mit dem Raspberry aufzeichnen. Da nochmal Dings, sehr schön. So. Lassen wir nochmal hier hinten. Naja. Gut, was sagt der hier vorne?
Ja, also wenn ich das hier vor den Heizlüfter halte, dann seht ihr, wie die Temperatur hoch pflastert. Also der Temperaturfühler sagt 27 Grad auf den Batterien. Wir haben gerade mal eine Zellspreizung von 0,02 Volt, was perfekt ist. Ja, ziehen 162 Ampere. Das sieht sehr schön aus. 5% sagt der Victron. Also wir haben schon 237 Amperestunden entnommen und ziehen immer noch mit knapp 2000 Watt. Das ist doch gut. Ja, also, und hier, ich kann meine Hand nach wie vor drauf legen. Das wird warm, aber überhaupt nicht irgendwo in einem Grenzbereich oder sonst irgendwas. Kabel sind okay. Das ist hier alles, das ist alles sehr schön. Und die App sagt uns, die Batterie hat aktuell eine Temperatur von 33 Grad. Und das, obwohl wir jetzt schon, wie viel ist die Zeit? Stoppuhr. Obwohl wir jetzt schon eine Stunde, ich hoffe, ihr könnt das hier im Sonnenlicht sehen, und es steht jetzt hier voll in der Sonnenlicht, 1 Stunde 37 Minuten läuft jetzt der Test schon. Natürlich mit den 10 Minuten am Anfang, wo wir das gemacht haben. Also das rockt. Und ich lasse das jetzt mal so lange laufen, bis tatsächlich das BMS bzw. der Wechselrichter abschaltet. Wie viel Volt haben wir aktuell? Aktuell haben wir noch 12,3 Volt, also alles noch total im grünen Bereich. Also das BMS zeigt an, dass er sogar noch 12% Rest hat. Das bezweifle ich allerdings, dass das noch tatsächlich rauskommt. Da tut der Smart Shunt deutlich genauer rechnen, denn desto höher die Entnahmeleistung ist, desto größer ist letztendlich auch die Belastung der Batterie. Ne? Und wir ziehen ja mit 160, 170, 165 Ampere hier. Und das ist schon Hardcore für so eine Batterie. Aber funktioniert wunderbar unser System. Also ich bin richtig happy. Sehr schön sieht man jetzt zum Ende hin, dass der Strom deutlich höher wird. Und auch in der App sieht man, dass der jetzt, wo die Spannung etwas runtergeht, dass das wird. Aber wir haben immer noch 12 Volt im Gesamtsystem. Und das jetzt nach inzwischen über 1 Stunde und 40 Minuten. Die Leistung wird nach wie vor gezogen, die Spannung spricht ein und dadurch erhöht sich der Strom. Das sieht man jetzt hier sehr schön. Jetzt sind wir schon bei 176 Ampere. Na komm. So, jetzt hat das BMS abgeschaltet. So, jetzt sieht man auch gleich, dass sich die Spannung erhöht. So, wir sind jetzt, stopp, wir haben jetzt 1 Stunde 47 Minuten den Heizlüfter auf 2000 Watt volle Lotte laufen lassen. Ich werde das jetzt hier einen Screenshot machen noch von den Sachen und dann schaffe ich die Batterie wieder rein und dann werden wir sie wieder aufladen. Sehr schön. Ja, unseren Lasttest haben wir erfolgreich beendet, wenn auch uns dieses Ding hier am Anfang wieder mächtig geärgert hat, aber das seht ihr natürlich in den Grafiken. Während ich das umgebaut habe und dieses Ding rausgebaut habe, habe ich natürlich die Stoppuhr angehalten. Das heißt, diese 1 Stunde 47 Minuten ist tatsächlich die Nettozeit, während der Lasttest lief. Ihr könnt auch sehr schön sehen am Anfang, wo ich mit der Last rumgespielt habe, mit 2000 bzw. mit 1000 Watt, wo der noch montiert war. Das seht ihr in den Grafiken auch. Problem war, sobald ich die Last über 1000 Watt angehoben habe, ist die Spannung beim Wechselrichter so sehr eingebrochen, aber nur beim Wechselrichter, nicht bei der Batterie, dass der Wechselrichter schon sozusagen eine Eigenabschaltung gemacht hat. Deswegen war ich am Anfang etwas verwirrt, wo ich dachte, dass das der Wechselrichter ist. Nein, es war dieses Scheißding. Wir haben jetzt in der 1 Stunde und 47 Minuten 279,8 Amperestunden aus der Akku gezogen. Dazu muss man sagen, dass ich die Akku bei 11 Volt abschalten lassen habe und nicht bei 10 Volt abschalten lassen. Also ich bin wieder etwas höher rangegangen. Das heißt, wir hätten hier mindestens nochmal 3, 4 Amperestunden mehr in der Akku drin, aber ich wollte ihn halt, wie gesagt, nicht zu sehr quälen, wie schon beim vorhergehenden Test. Das war jetzt natürlich ein sehr extremer Test, denn im Wohnmobil werde ich einen Wechselrichter wahrscheinlich keine fast 2 Stunden in dieser Leistung belasten und benutzen.
Da kommt es vielleicht eher 5 Minuten oder 10 Minuten für den Föhn oder die Kaffeemaschine. Ich kann euch trotzdem nur ans Herz legen, macht solche Tests generell, bevor ihr Wechselrichter, bevor ihr Akkus oder Ähnliches in euer Wohnmobil einbaut. Benutzt auch die Kabel, die ihr mit einbaut in euer Wohnmobil, damit ihr seht, wären die zu heiß, habe ich Kontaktstellen, wo es Probleme gibt, halten die Geräte überhaupt durch. Ich denke, das gibt einem ein ganzes Stück Sicherheit, dann, wenn man das eingebaut hat und mit dem Fahrzeug auch unterwegs ist. Kleine Vorschau für das nächste Video. Da kommt dann endlich die Bauanleitung für große Akkus, also für Akkus mit 560 Ampere-Stunden oder bis zu 1000 Ampere-Stunden und 12 Volt Systeme, 24 Volt Systeme etc. Das Ganze war doch ein bisschen aufwendiger, wie ich dachte, und ich versuche da auch alle eure Fragen zu beantworten und euch einen guten Einblick zu geben. Deswegen entschuldigt nochmal, dass es jetzt noch nicht kam. Das wird dann jetzt aber definitiv das nächste Video. Vielen Dank auch nochmal an alle, die mich so fleißig unterstützt haben für die ganzen Stunden, die ich vor meinem Videoschnittprogramm sitze, um diese Videos hier zusammen zu machen. Ihr habt mir die Zeit versüßt. Vielen, vielen Dank.